Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von #Bulle und Bär. Bei dieser Folge dreht sich alles um das Thema DAX. Weißt du eigentlich, was der DAX ist, Svenja? Ja, ein bisschen weiß ich schon über den DAX Bescheid. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich weiß, was der DAX ist, aber ich bin schon mal gespannt, was unsere Befragten wissen. So, was ist denn der DAX? Ja, der DAX ist der deutsche Aktienindex. Klar, deutsche Aktienindex. Der DAX, der deutsche Aktienindex. Und wie viele Unternehmen sind denn im DAX? Hunderte vielleicht. Fast die börsenstärksten Unternehmen, ich glaube 50 oder so in Deutschland zusammen oder auch 100. Das sind sehr viele. Das sind auf jeden Fall so 1000 und mehr. 30. Und wie wird der berechnet? Wie kommt der zustande, der DAX? Naja, auch wieder Angebot und Nachfrage, denke ich. Also die müssen ein gewisses Volumen an Kapital besitzen und je nachdem, wie die halt wirtschaftlich arbeiten, steigt der DAX, steigen die Aktien, geht der Kurs auch hoch. Weißt du vielleicht, wie lange der DAX schon da ist? Der DAX, wann die Börse gegründet wurde. Also zum ersten Mal, glaube ich, 1800 noch irgendwas. Boah, wahrscheinlich schon ziemlich lange, also ich würde schätzen mindestens 50 Jahre. Schätze ich jetzt mal so auf 80 Jahre vielleicht. Müsste ich schätzen, was weiß ich, vielleicht 40, 50 Jahre. Was glaubst du, wem der DAX gehört? Boah, keine Ahnung. Allen Anleger quasi. Wenn man den DAX kaufen will, muss man dann natürlich das über ETFs machen. Also insofern dem DAX gehört niemand, aber auch allen. Keine Ahnung, wem er gehört, jetzt DAX. Komm, helft mir doch mal. Ja, der Börse, ne? Kennst du andere Indizes? Dow Jones, das ist amerikanisch. Also wir haben dann den Dow Jones aus den USA, wir haben den S&P 500, wir haben den Nikkei aus Japan, Shanghai Composite aus China. Also es gibt wirklich viele verschiedene. Hier unser Nachbarland, Frankreich, CAC 40. Es gibt noch den Down, den amerikanischen Down irgendwas. Ja, es gibt dann noch so einen MDAX, aber was das jetzt da im Einzelnen bedeutet, weiß ich nicht. Wir sind nun zurück im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse und freuen uns sehr, Markus Gürne von der ARD begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Hallo, danke für die Einladung. Herr Gürner, Sie sind unter anderem Moderator bei Börse vor 8 und berichten regelmäßig über die Geschehnisse hier an der Börse. Sie können uns sicherlich erklären, was der DAX ist. Ja, der DAX heißt Deutscher Aktienindex und ist ein Verzeichnis der 30 größten und nach Marktkapitalisierung, so heißt es, am besten mit Liquidität ausgestatteten Unternehmen. Die sind ungeheuer wichtig, das sind die Treiber der deutschen Wirtschaft und die sind da zusammengefasst und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was die so machen den ganzen Tag. Nun sehen wir hier im Hintergrund zum Beispiel den Verlauf der DAX-Kurve, über den Sie regelmäßig berichten. Aber wie viele Unternehmen sind dann dort aufgenommen, also auch gelistet, und wie berechnet sich denn der DAX? Also der DAX besteht aus 30 Unternehmen, eben diese 30 größten und nach Marktkapitalisierung am stärksten, am besten ausgestatteten Unternehmen, und berechnet werden sie über eine elektronische Plattform, die heißt Xetra. Und die wird gehandelt jeden Morgen, also an Arbeitstagen, nicht am Wochenende, von morgens kurz nach 9 bis Nachmittag kurz nach halb 6. Und da kann man dann sehen, am Ende eines Tages entsteht eine hoffentlich schöne Kurve, die nach oben geht. Manchmal geht es ja auch nach unten. Aber das zeigt dann, wie ist die Stimmung bei diesen Unternehmen und wie ist der Tag gelaufen. Am 1. Juli hat der DAX seinen Geburtstag. Aber wie lange gibt es den DAX schon und wer berechnet ihn? Den DAX gibt es seit dem 1. Juli 1988 und erfunden hat ihn tatsächlich ein Redakteur. Und zwar der Börsenzeitung Frank Meller heißt der Mann, und berechnet wird er ganz einfach. Tatsächlich elektronisches Handelssystem, jeden Tag von kurz nach 9 bis um kurz nach halb 6 auf der Basis dessen, was Marktteilnehmer machen, auf der Basis dessen, was der Handel mit sich bringt, und so entsteht dann, wie gesagt, die Kurve, und am Ende kann man sagen, nach 30 Jahren ist die Kurve ordentlich nach oben gegangen, und wenn man das vielleicht noch sagen darf, 990% plus hat es gegeben. Das ist richtig viel. Vielen lieben Dank für Ihre Erläuterung und auch Ihre Zeit. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich der DAX in Zukunft entwickeln wird. Sehr gern. Für
Für weitere Informationen empfehlen wir euch die weiteren Videos auf dem YouTube-Kanal der Börse Frankfurt. Wir freuen uns auf eure Feedbacks und Kommentare mit den Hashtags Bulle und Bär und DAX. Bis zum nächsten Mal.